Ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Video bei Perfect Green. Und ihr seht im Hintergrund, wir sind auf unserer Testfläche und die Blumenwiese, sie blüht schon. Kaum zu glauben, wir haben ja Anfang Juni eingesät und wir wässern nicht künstlich. Und ihr seht ja, die Blumenwiese, sie blüht schon, sie fängt an zu blühen. Die ersten Insekten, Schmetterlinge, Hummeln, alles Mögliche tummeln sich schon drumherum, die freuen sich mega. Und auch hier unser Gras, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass so viel wächst, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie erwähnt, ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass ohne Bewässern so viel wächst, so viel aufgeht. Wir hatten in der Keimphase zwei Regenphasen, es war eigentlich nur mal Nachmittag, dass es geregnet hat, hatten wir hinter uns und sonst wirklich nur trocken. Und es ist unglaublich, natürlich kommt viel Unkraut, ihr dürft es jetzt auch nicht vergleichen, es soll ja auch gar keinen perfekten Rasen werden hier auf unserer Testfläche. Es ist sehr viel Unkraut immer wieder zwischendrin, und jetzt haben wir Mitte Juli und jetzt droht auch wirklich unsere Neuanlage komplett zu verbrennen. Wir können nichts machen, wir machen nichts, das haben wir uns geschworen, wir wässern nicht, und auch hier merkt man ganz klar, dass das Gras definitiv gerade ums Überleben kämpft. Es ist einfach viel zu trocken, viel zu heiß, wir haben Temperaturen weit über 30 Grad. Und das auch wirklich schon die letzten Tage, und laut Wetterbericht soll es die nächsten 2 Wochen immer über 30 Grad geben. Es ist richtig heiß. Ja, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde es mal richtig interessant, auch so einen Test zu machen, um einfach zu schauen, wie verhält sich die Natur, wie gut geht es wirklich auf. Und ihr seht auch überall natürlich Stellen, wo blanke Erde noch durchschaut. Da werden wir dann auch im Herbst dann nochmal richtig nachsehen, mit Lüften, ordentlich nachsehen etc. Ja, trotzdem, im Großen und Ganzen, die Gräser, die halten sich bisher richtig gut. Der Rasana Top macht es echt gut. Auch der WM-Rasen und der Trockenrasen, die sehen bisher noch alle gleich aus. Aber ich denke, für ein Gesamtfazit von Hitzeverträglichkeit, Trockenverträglichkeit ist ein Fazit noch viel zu früh. Wie gesagt, die haben jetzt erstmal angefangen zu keimen. Ich möchte heute euch auch andere Dinge zeigen, nicht nur das Gras. Ihr seht, es wird etwas grün, das passt soweit. Ich möchte euch aber noch andere Dinge zeigen, weil hier hat sich einiges getan. Erste Neuheit, das Ganze wird natürlich videoüberwacht mit einer Kamera, die uns auch schön folgt. Wir haben gesagt, wir überwachen das ganze Gelände, weil ja hier auch unsere Mähroboter laufen sollen, und dann sind wir einfach auf der sicheren Seite. Und zudem haben wir auch immer die Möglichkeit, mal reinzuschauen, falls mal ein Robi hängt oder nicht hängt. Und das bedeutet für euch, ihr seht auch kein Solarpanel. Das bedeutet, wir haben auch Strom. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben nicht nur Strom, wir haben sogar Internet und sogar einen Kühlschrank. Wir haben an alles schon gedacht. Ich hätte gesagt, wir schauen uns erstmal die PV-Anlage an. Eine kleine Anlage, die hat gesamt ganz grob, ich runde es jetzt auf, mit ca. 1 Kilowatt Peak an Leistung. Die haben wir hier einfach auf das Dach drauf gemacht. Wir haben bewusst auf eine Aufstellung verzichtet, weil uns einfach der Montageaufwand zu groß war. Dann haben wir gesagt, wir legen sie nur drauf, und im Sommer reicht der Strom, vermute ich jetzt einfach mal, allemal aus, und im Winter fährt hier eh kein Robi, von dem her ist alles soweit gut. Ja, es sind 3 Module. Ein Modul hat 320 Watt, also sozusagen fast 1 Kilowatt Peak. Und innen drin, da gehen wir jetzt mal rein, da haben wir dann auch noch einen fetten Speicher. Der Speicher ist ganz ordentlich. Das ist unsere PV-Anlage, unsere Insellösung.
Einmal mit Wechselrichter, der dann den Strom von den PV-Modulen umwechselt in 230 Volt. Und hier haben wir unsere fette Batterien mit A12 Volt und 260 Ampere-Stunden. Bedeutet, wir haben gesamt 48 Volt und 260 Ampere-Stunden. Das bedeutet ganz grob umgerechnet, wir haben 12,5 Kilowattstunden an Energie, an Speicher, der uns über Nacht locker reicht, aber der ja auch über mehrere Tage und Nächte reichen soll, wenn einfach mal ganz schlechtes Wetter ist, vor allem im Frühjahr oder auch im Herbst. Und Energieverbraucher haben wir aktuell nicht viel. Wir haben einmal ein Internetmodul. Da haben wir uns jetzt für Vodafone entschieden, für den GigaCube. Ja, das ist ganz okay. Der Empfang hier auf dem Land ist natürlich relativ schlecht. Deswegen haben wir draußen noch eine LTE-Antenne verbaut und das bringt richtig viel. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Und ansonsten, das Wichtigste, wenn wir hier arbeiten, wenn wir was machen, ein Kühlschrank. Wir haben uns einen Mini-Kühlschrank gegönnt, der ordentlich Kühlleistung hat. Der gefriert sogar. Wir haben sogar ein Gefrierfach, wo sogar ein Eis rein kann. Richtig cool. Und dann wird auch mal die PV-Anlage mal etwas belastet und der Akku auch mal etwas leer gezogen, weil wir haben ja noch keine Robis. Noch nicht. Was wir auch noch haben, ist hier was ganz Cooles. Und da möchte ich mich auch noch mal recht herzlich bei der Firma Mulchmaster bedanken, die uns hier ihren Mulchmaster zur Verfügung gestellt haben. Das ist jetzt der PM53, also bedeutet PM ist die Profiliga, 53 für 53 cm Schnittbreite, weil wir haben gesagt, wir möchten hier keinen Akku, wir wollten eigentlich erst einen Akku, Mulchmaster. Allerdings haben wir dann gesagt, das ist vielleicht doch zu groß, wir bräuchten 2 Akkus und deswegen haben wir uns dann doch für einen Benziner entschieden. Der hat einen ordentlichen Yamaha-Motor drin, das Ding hat richtig Power. Das ist echt schon krank, wirklich krank. Ich habe noch nie so einen geilen Rasenmäher gesehen, der so mega Durchzug hat. Vor allem, er hat auch 3 Gänge, das ist richtig cool. Vor allem haben wir ja auch extrem abschüssiges Gelände und da ist es eigentlich für uns sehr wichtig. Ich hätte gesagt, ich stelle ihn mal raus für all diejenigen, die sich interessieren, was der Unterschied ist vom PM zum HM, den wir ja haben, würde ich einfach sagen, wir gehen es mal kurz durch. Der ganz große Unterschied ist schon mal das Gewicht. Das Teil ist so brutal schwer, das ist echt abartig. Ich habe es nicht im Kopf. Der hat 43 Kilo. Und für einen normalen Rasenmäher finde ich das wirklich extrem viel. 43 Kilo, aber ist ja auch gut. So bleibt er schön satt liegen und hat vor allem auch ordentlich Power. Und er hat jetzt auch 3,5 Kilowatt an Leistung. Das sind irgendwas mit 5,5 PS. Also das Ding hat mal richtig Power. Ansonsten, hier unterscheidet es sich noch. Ich muss nur etwas aufpassen. Ich bin ja eigentlich kein Benziner mehr gewohnt. Ich habe ja nur Akkugeräte. Ich darf nicht zu weit kippen. Er hat hier noch ein anderes Leitblech dran und er ist etwas anders aufgebaut als der HM. Und wie ihr seht, wir haben auch schon ordentlich gemäht mit diesem Teil. Und wie gesagt, er hat ordentlich Dampf. Ansonsten alles soweit gleich aufgebaut wie der HM. Auch hier einmal, dass der Motor angeht und hier einmal der Vortrieb. Ich kann mal kurz anmachen. Lautstärke ist okay. Ich bin es halt nicht gewohnt. Akkumäher sind deutlich leiser. Aber finde ich völlig in Ordnung. Jetzt machen wir mal den ersten Gang rein. Der zweite Gang. Und das ist der dritte Gang. Macht richtig Laune. Ich mähe jetzt auch noch den Randbereich bzw. hier hinten noch ein bisschen mähen. Und dann hätte ich gesagt, schauen wir uns noch, ihr seht es vielleicht im Hintergrund, wir haben schon einen Robi hier stehen. Das bedeutet, wir haben hier, also es ist ein Alex sein Robi. Es ist nichts Besonderes. Wir wollen einfach testen, ob unsere Schleifenkonstruktion, was wir hier gebastelt haben, auch definitiv funktioniert.
unsere Robi-Kabelkonstruktion. Ihr seht hier 2 Schalter und ihr seht auch da hinten nochmals weitere 2 Schalter. Und da werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum haben wir Schalter eingebaut? Relativ einfach. Wir haben das Ganze so gemacht, wir haben alle Kabel schon verlegt und wir haben ja 3 verschiedene Testflächen, 3 unterschiedliche Rasensamen und deswegen haben wir gesagt, wir machen hier diese Fläche und die dritte Fläche da unten, wir wollen die alle geschaltet haben. Das bedeutet, dass wir auch mal die Flächen an- und abschalten können, so dass die Robis auch nicht immer nur in ihrem Bereich mähen, sondern wenn wir einen Robi haben, der mal für 600, 800 oder sogar für 1500 Quadratmeter ausgelegt ist, dann machen wir einfach alles auf und dann kann er alles mal mähen. Deswegen haben wir auch die Schleifen dann so geschaltet, dass auch hier jeweils ordentlich, das sind glaube ich jetzt 45 cm, 40 cm müssten es sein, wo hier auseinander sind. Und wenn jetzt alle 3 Robis fahren, da bleibt hier in der Mitte ein Streifen von ca. ich sage mal 20, 25 cm, wo wir dann immer mit dem Mulchmaster von Hand mähen müssen. Das haben wir bewusst gemacht, damit wir auch ganz klar sehen, das ist jetzt die mediterrane Fläche, das ist der WM-Rasen und das ist der Rasana Top. Und deswegen können wir es dann auch ganz klar besser unterscheiden, wo was war und wie die Flächen eingegrenzt sind. Und wenn wir dann mal keine 3 Robis haben, sondern nur 1 oder 2, dann werden die einfach aufgemacht und dann kann der Robi durchfahren. Wie gesagt, haben wir hier Schalter, da drüben sind Schalter und es funktioniert auch. Hat auf Anhieb funktioniert, richtig cool. Wir haben es einfach mal Gedanken gemacht, wie wir das Ganze lösen könnten und es war eigentlich relativ einfach. Und wir haben jetzt auch hier kommt jetzt auch noch ein Schutz hin, damit, wenn wir mal mit dem Kantentrimmer durchgehen, dass wir hier die Kabel nicht zerstören. Thema Mähroboter, da haben wir aktuell schon einen in Aussicht. Die Verhandlungen laufen noch, wir dürfen und können leider noch nicht viel verraten. Aber eins kann ich euch jetzt schon verraten, wenn der Mähroboter das einhält, was der Hersteller laut technischen Daten verspricht, dann verspreche ich euch, wird dieser Mährobi eine komplett neue Ära im Mähroboter-Bereich einleiten. Denn das Ding ist richtig, richtig cool. Wir hoffen, dass wir das Teil euch vorstellen dürfen. Uns würde es mega freuen. Und was uns dabei mega helfen würde und auch einfach mal ein Dankeschön an euch, an unsere geniale Community. Aber was uns noch mehr helfen würde, wenn ihr einfach unseren Kanal abonniert. Denn je größer wir sind, desto mehr können wir vorweisen und desto einfacher tun wir uns bei Verhandlungen mit gewissen Herstellern, damit wir einfach dementsprechend größer wirken und noch mehr vorweisen können. Aber trotzdem möchte ich mich generell mal bei euch bedanken für all diejenigen, die uns schon abonniert haben. Da möchte ich einfach sagen, vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare, für die vielen Anfragen und vor allem auch, dass ihr regelmäßig unsere Videos schaut. Das finden wir richtig cool. Ich würde sagen, ich höre jetzt auf zu labern. Mir ist mega heiß. Wir haben heute weit über 30 Grad. Ich gehe jetzt in mein Auto, schalte die Klimaanlage ein und somit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.